Mein Name ist Jonas Fiskes, ich bin Projektmanager bei Daedalic Entertainment und betreue da das Projekt Memoria, die Fortsetzung zu Satinovs Ketten. Ich bin Kevin Menz und ich bin leitender Game Designer und Autor von Memoria. Mein Name ist Tim Haneberg und ich habe im Game Design Prozess mitgewirkt. Ich heiße Caroline Simon, ich bin 27 und ich habe die Grafik geleitet, und zwar alles, was so 3D betraf. Mein Name ist Manuel Vormwald und ich habe den 2D-Part geleitet. Mein Name ist Sascha Dreger und ich spiele hier den Geron oder spreche ihn. Ich heiße Yoshi und ich habe Fahir gesprochen, einen Reisenden. Also, bist du bereit? Ich bin bereit. Um die Suche der Sprecher kümmert sich das Tonstudio in der Regel. Wir geben denen eine Liste von Charakteren, die im Spiel auftauchen, mit einer kurzen Charakterisierung und wie wir uns die Stimme vorstellen. Die gehen dann durch ihre Kartei, suchen Samples raus von Sprechern, die sie für passend halten, und schicken die an uns. Und wir wählen dann was aus. Und natürlich vom ersten Teil. Alle Sprecher aus dem ersten Teil von Figuren, die im zweiten Teil auch wieder auftauchen, mussten natürlich auch in den zweiten. Sonst geht die Kontinuität verloren. Und ja, genau, die suchen was raus. Wir sagen dann, passt oder passt nicht. Und es geht dann so lange hin und her, bis alles passt. Und dann gehen wir ins Tonstudio damit. Wir waren schon ein gutes Heldenpaar. Wir haben den größten Gefahren getrotzt und Andergast gerettet. Jetzt freut mich natürlich, dass Sascha Dreger, der Sprecher von Geron aus Teil 1, wieder dabei ist, einfach weil er als Sprecher von Tim aus den TKKG-Hörspielen natürlich auch jemand ist, der unser aller Kindheit so ein bisschen geprägt hat und den man dann auch schnell wiedererkennt. Und ich finde, er ist auch echt gut. Das viel betonen, so viel wie möglich. So viel wie möglich. Wenn sie mich finden will, muss Nuri so viel über diesen Ort wissen wie möglich. Ja, naja, also Geron ist sympathischer Held der Geschichte, so ein kleiner Nerd, würde man heute sagen, gab es ja vielleicht zu der Zeit noch nicht, so ein bisschen ja auch ein Außenseiter, der aber ja im ersten Teil irgendwie sein Glück gefunden hat und jetzt im zweiten Teil eben wieder auf neue Probleme stößt und die versucht er eben zu meistern. Permanente körperliche Transformation ist eine gewaltige Macht. Es gehört schon viel Mut dazu, eine solche Gewalt einzufordern. Ich habe meine Gründe. Ich weiß. Giacomo erzählte davon. Du kennst meinen Preis. Fahir, der Händler, der Geron das Rätsel stellt. Der ist sehr freundlich, sehr offen, wirkt sehr zwielichtig und er holt die Geschichte immer so auf den Boden zurück. Immer wenn es verrückt wird und immer verrückter wird, dann kommt Fahir und sagt, ach, so schlimm ist das gar nicht. Ist nicht so wichtig. Du musst nicht alles verstanden haben. Wichtig ist nur, dass du mir hilfst, das Rätsel zu lösen. Eine sehr positive Figur habe ich gesprochen. Die ist sehr menschlich, sehr warm, eigentlich mit einem großen Herzen, sehr mitfühlend. Und eine Person, die, glaube ich, sehr sich in andere Menschen hineinfühlen kann und sehr viel Positives von anderen auch will. Und vielleicht ein Vermittler zwischen zwei Welten. Natürlich mag ich Rätsel. Sonst wäre ich nicht hier. Ausgezeichnet. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ja, schön ist immer bei Spielen und gerade wenn es eben so eine komplexe und große Rolle ist wie hier, dass man halt ja doch wirklich Möglichkeiten hat, so eine Figur richtig zu entwickeln. Und dann macht es natürlich deswegen Spaß, weil man hier freier ist. Ich mache ja sehr viel Synchron, wo man ja immer darauf angewiesen ist, dass man halt das Original irgendwie bedient und eben nur einen Teil von sich einbringen kann. Hier ist man halt freier und das macht eigentlich Spaß und das ist eigentlich ganz schön dabei. Wenn hinter der nächsten Biegung wieder nichts ist, kehre ich um. Achso, der Typ heißt Verkina, also ganz normal, wie man es spricht. Ja, brachte Satya die Maske über den Raschtulswall nach Draconia. Ja. Kommt gebündelt alles auf einmal. Also Probleme beim Sprechen hatte ich unter anderem bei Raschtulwall. Oder es sind einfach immer Worte, zu denen man sich keine Brücken schlagen kann, weil sie im alltäglichen Sprachgebrauch einfach nicht vorkommen, weil sie der Fantasie entspringen und man einen Moment braucht, sie sacken zu lassen und umzusetzen und zu sagen, wo gehören sie hin oder welchen Zweck oder welchen Sinn erfüllen sie, weil sie ja wenn man sie einfach so hört, keinen Sinn machen. Mit Hilfe des Verkina brachte Satya die Maske über den Raschtulswall. Mit Hilfe des
Mit Hilfe des Verkina brachte Satya die Maske über den Raschtulswall nach Draconia und schloss sich den dortigen Truppen an und zog in die Schlacht. Die Maske über den Raschtulswall nach Draconia. Sie schloss sich den dortigen Truppen an und zog in die Schlacht. Das ist es. Also ich finde es immer super, wenn man jemanden im Studio hat, der eben an der Entwicklung teilgenommen hat oder eben auch maßgeblich beteiligt war. Es gibt auch Produktionen, wo man eben relativ ins kalte Wasser geworfen wird und keiner so richtig Bescheid weiß. Insofern schätze ich das sehr, wenn wir hier sogar den Autor haben, der eben die Texte auch geschrieben hat und auch weiß, wie er sich das vorgestellt hat. Und man merkt auch, dass er also weiß, was er will und auch ein gutes Ohr hat und mich da ganz gut führt. Ich hoffe, dass man das am Endprodukt dann auch merkt. Schlaf gut und keine Sorge. Bald ist wieder alles beim Alten.